Bevor wir zu den Tipps des 14. Spieltages kommen, noch mal eine kurze Ankündigung. Bis 18 Uhr habt ihr noch Zeit, euch für mein zweites Adventsgewinnspiel anzumelden. Ihr könnt 2 Controller gewinnen, also es gibt 2 Gewinner, so muss ich das formulieren. Tragt euch ein unter dem entsprechenden Video und jetzt starten wir rein mit dem ersten Spiel, und zwar Freiburg gegen Wolfsburg. Die Freiburger haben letzte Woche 1-1 gespielt in Hoffenheim. War ja so ein kleines Derby, sollen wohl, also ich habe es nicht gesehen, ich habe das immer nur so ein bisschen mitgelesen. War verdient das 1:1, sollen ganz gut mitgespielt haben, auch ja, phasenweise schon dominant gewesen sein, am Ende dann halt 1:1. Wolfsburg hat zu Hause in einem sehr, sehr wilden Spiel 4:3 gegen Mainz. Sie haben, glaube ich, 3-mal zurückgelegen und haben dann am Ende in letzter Sekunde noch das 4:3 geschossen. Was wohl, da gibt es ja so ein paar Diskussionen, es wurde wohl nicht ganz aufgelöst, ob es abseits war oder nicht. Der VAR konnte wohl nicht eingreifen, weil auf der anderen Seite keine Kamera stand, so wie ich das verstanden habe. Von daher ein bisschen kontrovers, aber gut, im Endeffekt ist es so, wie es ist. 4:3 haben die Wolfsburger gewonnen. Jetzt das Spiel in Freiburg. Ist natürlich die Gelegenheit für Wolfsburg oben dran zu bleiben. Oder auch für Freiburg sich ein bisschen abzusetzen von Wolfsburg. Unentschieden würde ich nicht mal. Also da gibt es auf jeden Fall einen Sieger. Ich würde natürlich immer mit dem Gegner von Wolfsburg mitgehen, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Wolfsburger echt die Serie fortsetzen könnten, aber Freiburg ist zu Hause stark. Ich mache mal ein knappes 2:1. Auch wieder aus dem Bauchgefühl. Ich glaube eher, dass Wolfsburg das macht, aber vielleicht gewinnen die Freiburger doch 2:1, dann kriege ich ein paar Punkte. Samstag geht es weiter mit Augsburg gegen Leverkusen unter anderem. Augsburg hat in Frankfurt 2:2 gespielt. Sehr kampfbetontes Spiel, sehr umkämpftes Spiel. Die Augsburger waren eigentlich gefühlt 3-4 Mal vom Tor, machen halt 2 Dinger. Und hinten haben sie schon ganz schön viel zugelassen. War Frankfurt ein bisschen selber schuld, dass sie nicht den letzten Punch gesetzt haben, sage ich mal, und das Spiel auf ihre Seite ziehen konnten dann. Leverkusen hat zu Hause gegen St. Pauli auch nur, in Anführungszeichen, nur knapp 2:1 gewonnen, aber immerhin gewonnen. Die haben sich auch schon gegen Kiel zu Hause schwer getan, gegen Heidenheim lagen sie auch zurück. Also die etwas kleineren Gegner liegen den Leverkusenern wohl nicht so. Hat so den Anschein, jetzt in Augsburg wird es auch nicht ganz so einfach, weil Augsburg auch gerade zu Hause sehr unangenehm zu bespielen ist. Sie haben auch schon mal den ein oder anderen größeren geschlagen. Machen sie es jetzt gegen Leverkusen, ist die Frage, oder mal ein Unentschieden. Ich würde sogar mal mit einem Unentschieden mitgehen. Leverkusen hat unter der Woche noch gegen Inter gespielt, auch wieder in letzter Sekunde gefühlt gewonnen, was Leverkusen ja letzte Saison regelmäßig gemacht hat. Aber ich mache jetzt einfach mal ein Unentschieden. Ich muss auch mal so ein paar riskante Tipps machen, damit ich ja auch mal die Chance habe, oben ranzukommen. Wenn ich immer nur Sieg für Leverkusen oder Sieg für die andere Mannschaft mache. Ich muss auch mal so ein bisschen überraschend machen. Ich mache jetzt mal hier ein 1:1. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, da wird es einen Sieger geben. Ich glaube Leverkusen, weil die von der Qualität her einfach den Augsburgern überlegen sind. Heißt ja aber nichts. Augsburg ist auch zu Hause unangenehm zu bespielen. Deswegen mache ich mal ein 1:1. Gladbach gegen Kiel, dann das nächste Spiel. Die Gladbacher haben zu Hause eigentlich richtig gut gegen Dortmund gespielt. Das war eine ausgeglichene Partie. Die Gladbacher hatten auch hier die ein oder andere Chance. 2, 3 Elfmetersituationen, wo man ein bisschen genauer hinschauen musste. Aber im Prinzip, glaube ich, hat der Schiedsrichter die alle so entschieden, wie man sie entscheiden musste, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Der Fußtritt, gut, da kann man noch mal ein bisschen kontroverser drüber diskutieren. Das Handspiel von Guirassy war keins, also da kannst du einfach keinen Elfer pfeifen. Der Elfmeter für Gladbach dann in der zweiten Halbzeit, den kann man geben, das ist schon in Ordnung. Kiel auf der anderen Seite hat dann zu Hause gegen Leipzig verloren, 2:0, ist er auch um Elfmeter gebracht worden. Auf der anderen Seite hat Leipzig dann einen Elfmeter bekommen, wo Openda vorher einfach vom Windstoß umgehaucht oder umgestoßen wurde. Das musste dann auch mal jemandem erklären. Aber das ist halt das große Problem, was wir Jahr für Jahr hier haben mit den Schiedsrichtern, mit dem VAR. Ist eine schöne Sache, aber wenn er so unkonsequent einfach genutzt wird oder auch gar nicht genutzt wird, dann können wir es auch komplett sein lassen. Also ich persönlich, um mich dafür nochmal zu positionieren, ich finde den VAR nicht schlecht, aber nicht so, wie er jetzt gerade funktioniert oder halt auch nicht funktioniert. Dann müssen sie ihn wieder abschaffen. Oder irgendwie eine vernünftige Lösung finden. So, eine vernünftige Lösung würden auch die Gladbacher, glaube ich, finden gegen Kiel. Ich schätze die momentan richtig stark ein. Die haben sich gut gefangen. Und von daher gewinnt Gladbach das, auch knapp, aber doch vielleicht am Ende verdient mit 2:0. Mainz gegen die Bayern dann das nächste Spiel. Die Mainzer in Wolfsburg mit 4:3 verloren. Da war ja diese kontroverse Entscheidung, habe ich ja gerade schon erzählt, in letzter Minute. Der Freischuss für Wolfsburg war eigentlich abseits im Nachhinein, oder haben einige Leute wohl analysiert, dass das wohl abseits gewesen soll. Der VAR hat sich nicht eingeschaltet, weil, ganz kurios, in der Spielhälfte, wo das 4:3 gefallen ist, quasi auf der Gegenseite war keine Kamera. Also das heißt, du hattest von der anderen Seite gar keine Sicht. Warum da keine Kamera steht, weiß ich nicht. Vielleicht geht das aus logistischen Gründen oder aus bautechnischen Gründen nicht. Ich weiß gar nicht, ob es da nicht doch irgendwie den Platz gibt. Wenn nicht,
müssen die Wolfsburger einfach dafür sorgen. Also man stelle sich mal vor, das wäre umgekehrt so gewesen. Also die Mainzer hätten in letzter Sekunde auf der Seite noch ein Tor gemacht und man hätte das nicht kontrollieren können. Wäre auch scheiße gewesen, ne, aus Wolfsburger Sicht. Deswegen gucken wir mal, ob es zu Hause gegen die Bayern, die gegen Heidenheim gewonnen haben, zu Hause besser klappt. Die haben unter der Woche gegen Schachtar Donetsk noch 5-1 gewonnen, sind da also auch voll auf Kurs Achtelfinale. In der Liga spielen die nach wie vor sehr, sehr konstant. Vielleicht nicht immer über 90 Minuten, aber sie dominieren schon. Und das ist schon sehr, ja, sehr ansehnlicher Fußball wahrscheinlich für die Bayern-Fans. Und von daher würde ich sagen, dass die das auch gewinnen. Ich glaube, dass Mainz aber auch ein Tor macht und die Bayern schießen aber 3. Ich glaube, die sind einfach vorne. Auch wenn Harry Kane jetzt verletzt ist, da ist immer noch ein Olise, da ist immer noch ein Musiala, zur Not noch Thomas Müller einfach mal eine Bude. Da ist immer noch Qualität. Von daher 3-1 für die Bayern. Union Berlin gegen den VfL Bochum, da würde ich sagen, so aus den letzten Spielen, das ist so eine Art, ja, Abstiegsduell, würde ich nicht sagen. Also sind beide momentan nicht gut drauf. Union ist auch ganz schön abgerutscht in der Tabelle. Die haben letzten Freitag in Stuttgart auch nach einer 2-0-Führung noch 3-2 verloren. Woltemade, glaube ich, einen Doppelpack gemacht. Dann Renault, glaube ich, mit einem schwerwiegenden Fehler vor dem 3-2. Das, klar, darf nicht passieren. Passiert halt auch mal den Besten, aber darf halt nicht passieren. Somit hatten die Berliner also verloren. Ja, und Bochum hat zu Hause gegen Bremen verloren. 1-0. Die warten auch nach wie vor auf den ersten Sieg. Also die Bochumer, die können einem auch schon so ein bisschen leid tun. Ich habe ja auch schon oft erwähnt hier, dass die Qualität wahrscheinlich am Ende nicht reichen wird. Es sieht so aus, weil wenn du nach der Hinrunde immer noch nicht gewonnen hast, glaube ich 2 Punkte hast und ein, ja, schlechtes Torverhältnis, dann glaube ich, hilft den Bochumern nur noch ein Wunder. Das hat es auch schon oft gegeben, gar keine Frage. Also die sind noch nicht weg vom Fenster. Wir haben erst oder noch nicht mal die Hinrunde beendet, aber da muss was passieren in der Rückrunde. Da müssen sie Spieler verpflichten, die die Qualität steigert im Kader. Ja, und sie müssen halt einfach Spiele gewinnen, auch wenn es sich blöd und so stumpf anhört, aber die müssen einfach Spiele gewinnen. Und die Frage stellt sich halt, ob das jetzt ausgerechnet bei Union, die auch richtig schwer zu bespielen sind, gerade wenn die zu Hause spielen, sehr unangenehmer Fußball auch wieder diese Saison, ob es dann da ausgerechnet klappt. Und ich würde einfach nochmal mit den Bochumern mitgehen, dass die Serie halt mal irgendwann reißt oder dass sie zumindest ein Remis holen. Ja, oder was mache ich? Ich mache Bochum nochmal auf Sieg. Komm, ich gehe da jetzt einfach nochmal mit. Ich habe ja gesagt, der erste Gedanke zählt oder so das erste Gefühl, aber ein knappes Ding. Ich mache eine 1-0, das könnte ein sehr, sehr umkämpftes Spiel werden. Es könnte auch eine langweilige Nullnummer werden, weil beide wollen, beide können vielleicht nicht so richtig. Und dann gibt es wahrscheinlich ein Unentschieden, aber ich tippe mal ein 1-0 für Bochum. Schönes Samstagabendspiel dann zwischen St. Pauli und Bremen. Nordderby, wenn man möchte. Ja, ist ja im Prinzip Hamburg gegen Bremen. Das kann man, glaube ich, als Derby bezeichnen. St. Pauli hat letzte Woche in Leverkusen auch eigentlich gut mitgespielt. 2-1 dann ganz knapp verloren. Da war sicherlich auch mehr drin. Jetzt ist gerade die Facecam so ein bisschen am struggeln. Ich hoffe, sie fängt sich wieder. Ja, oder auch nicht. Egal, wir sind gleich durch. Ich beeile mich. Und Bremen hat in Bochum gewonnen. Haben jetzt das zweite Auswärtsspiel. Die sind also auch gut bislang in der Saison drin. Stehen oben mit dabei. Haben gute Chancen auf einen Europacup-Platz, wie 6, 7 andere Teams auch noch. Also das wird bis zum Saisonende auch noch richtig spannend. Und jetzt ist die Frage. St. Pauli zu Hause, der nächste Sieg. Gegen Kiel hat es ja geklappt. Bremen mit dem nächsten Auswärtssieg. Oder gibt es auch da einen Unentschieden? Ich mache auch da mal einen Unentschieden. Aber ein torreiches 2-2. Warum mache ich dann 2-2? Weiß ich gar nicht, weil es sind 2 gute Mannschaften wahrscheinlich. Derby, ne, ist ja auch mal so ein bisschen ein anderer Spirit drin, anderer Charakter. Und vielleicht gibt es ja ein sehr torreiches Unentschieden oder immerhin ein Unentschieden. Dann würde ich nämlich ein paar Punkte kriegen. Sonntag gibt es dann wieder den Dreierpack. Heidenheim gegen Stuttgart, Dortmund gegen Hoffenheim und Leipzig gegen Frankfurt. Heidenheim letzte Woche in München verloren, 4-2. Bei denen kommt jetzt auch so ein bisschen die Doppelbelastung gerade zur Geltung mit Europacup, ja, Conference League und Bundesliga. Das kannten die Heidenheimer natürlich vorher nicht so. Wäre natürlich schade, wenn die absteigen würden, weil ich die eigentlich sehr sympathisch finde. Gerade durch Frank Schmidt auch, der diesen Verein wirklich von der Oberliga auch als Spieler noch dann jetzt dann als Trainer die letzten Jahre hochgeführt hat in die Bundesliga ohne großen Sponsor im Rücken oder irgendwie von einer großen Weltmarke da gepartnert zu werden oder hast du nicht gesehen. Das ist schon wirklich sehr, sehr respektabel, dass es auch so geht, ohne dass man irgendjemanden im Rücken sitzen hat. Und der VfB zu Hause gegen Union, eine wilde Partie, 3-2 nach 2-0 Rückstand noch gedreht. Die habe ich ja auch so auf Platz 7 und Platz 8 getippt, weil ich auch gedacht habe, der Spagat zwischen Champions League, Bundesliga und DFB-Pokal sind die Stuttgarter ja auch noch nicht so gewohnt. Letzte Saison war einfach eine Ausnahmesaison. Ich glaube, dass sie auch bis zum Schluss oben mitspielen werden im Kampf um die internationalen Plätze. Ob es für die Champions League diese Saison wieder reicht, weiß ich nicht, aber Europa League ist auf jeden Fall sehr realistisch oder zumindest der Conference League Platz.
Tja, und es ist ja auch ein Derby. Also Heidenheim-Stuttgart sehe ich ja jetzt auch erst auf den zweiten Blick. Tja, was machen wir? Stuttgart sehe ich da eigentlich schon favorisiert und auch stärker. Ich würde da die Stuttgarter auch auf Sieg tippen. Auch ein knappes Spiel, weil die Heidenheimer können auch sehr unangenehm sein, auch gerade zu Hause bei den Temperaturen zu der Jahreszeit. Gibt auf jeden Fall einfachere Aufgaben, von daher auch ein knappes Spiel. Derby, von daher viele Tore, hoffe ich, auf ein 3:2 für Stuttgart. Dortmund dann gegen Hoffenheim, das Spiel um 17:30 Uhr. Die Dortmunder letzte Woche bei der anderen Borussia in Gladbach zu Gast, ein 1:1. Ich glaube, das geht unter dem Strich in Ordnung, hatten viele Chancen. Ja, Jamie Bino Gittens, so ein ganz typisches Tor von ihm. Ja, so Szenen hat man schon häufiger gesehen, dass er von außen dann nach innen zieht, 1, 2 Kontakte und dann das Ding einfach in den Winkel semmelt. Und auch so war das eigentlich kein schlechtes Spiel der Dortmunder. Am Ende dann den Elfmeter, wie gesagt, den kannst du aus meiner Sicht geben. Das war dann schon okay. Hoffenheim hat zu Hause gegen Freiburg 1:1 gespielt, also auch die kommen mit dem Unentschieden. Unter der Woche spielen sie zu Hause, glaube ich, weiß ich gar nicht gegen wen, aber auch oder haben zu Hause, glaube ich, gespielt. Letztes Auswärtsspiel war ja, glaube ich, in Braga, genau. Braga und jetzt halt auch wieder ein Heimspiel, fragt nicht gegen wen. Und ich glaube, das machen die Dortmunder. Ich mache da auch mal ein souveränes 2:0. Ob so ein knappes Spiel wird, weiß ich nicht. Oder ein deutlicher Sieg für Dortmund. Aber jetzt fällt natürlich auch Süle noch aus, ne, über Monate. Maxi Bayer weiß ich gar nicht, ob der wieder fit ist. Also da liegt es halt auch an den Dortmundern selber. Wenn die so spielen wie gegen Bayern zu Hause, erste Halbzeit, dann könnte das wieder ein Sieg werden. Die können natürlich aber auch ihr anderes Gesicht zeigen, ihr Auswärtsgesicht, weil auswärts gewinnen sie, glaube ich, selten, beziehungsweise fast gar nicht. Und wir gucken mal, ob die Hoffenheimer das nutzen können. Der Abschluss dann zur späten Uhrzeit, 19:30 Uhr, Rasenballsport Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Im DFB-Pokal gab es ja vor einer Woche oder 2 Wochen dasselbe Duell nochmal oder schon mal. 3:0 haben die Leipziger da leider gewonnen. Leipzig hat letzte Woche in Kiel 2:0 gewonnen. Am Ende, glaube ich, auch verdient. Aber wie gesagt, dieser Elfmeter von Openda, das verstehe ich halt wieder nicht. So einer wird dann gegeben, wo einfach gefühlt gar keine Berührung vorliegt. Und auf der anderen Seite wird der Kieler vom Leipziger Keeper mit den Fäusten umgehauen. Also am Kopf getroffen, der hat den Ball nicht getroffen und dafür gibt es halt einfach keinen Elfmeter. Weiß ich nicht, wird so ein bisschen auch mit zweierlei Maß gemessen manchmal. Aber ich glaube, die Schiedsrichter wissen manchmal selber gar nicht, was sie da machen oder wie sie entscheiden sollen. Mal heißt es so, dann ist es ein Ermessensspielraum. Ja, das ist auch so das Wort des Jahres, Ermessensspielraum. Jeder Schiri soll es irgendwie selber entscheiden, aber wenn es eine klare Regel gibt, dann muss man die halt auch durchziehen. Und zur Not hat man den VAR, dann guckt man sich das nochmal an. Also, verstehe ich nicht. Frankfurt auf der anderen Seite hat gegen Augsburg zu Hause 2:2 gespielt. War ein sehr schweres Spiel. Das hatte ich mir schon so gedacht, weil Augsburg ist halt auch unangenehm zu spielen. Die Eintracht nach dem Pokalspiel in Leipzig, das war wirklich das schlechteste Spiel von der Eintracht. Bislang in der Hinrunde ist dieser jungen Mannschaft aber auch mal zuzumuten und das darf auch passieren, darf halt nicht so oft passieren, wenn man da oben drinne bleiben will. Und ich glaube und ich hoffe, dass sich die Eintracht fängt. Ob das gegen Leipzig so weit sein wird, weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe immer, dass Mannschaften gegen Leipzig gewinnen, die übrigens aus der Champions League mit 6 Niederlagen aus 6 Spielen ausgeschieden sind. Ist ja natürlich auch nicht gerade gut für den deutschen Fußball, aber ich glaube, der Großteil der Fans und auch ich haben da wenig Mitleid mit Leipzig. Von daher sportlich, wie gesagt, gönne ich denen jeden Misserfolg. Dürfen auch gerne wieder runter in die 3. oder 4. Liga irgendwann, wenn Red Bull dann mal pleite geht oder pleite gehen sollte. Ja, und die Eintracht, ich hoffe einfach, dass es ein besseres Spiel wird als im Pokal. Vielleicht kommt ja ein Unentschieden, warum, dann wäre ich schon ganz zufrieden. Vielleicht gelingt auch ein Sieg wie letzte Saison. Da hat Ansgar Knauf das entscheidende Tor gemacht, schon früh in der Partie. Ja, wir lassen uns überraschen. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Und ja, das sind meine Tipps für den 14. Spieltag. Und wir gucken natürlich wie immer auf die Gesamtübersicht. Auf der 1 immer noch unangefochten der Cem mit 180 Punkten. 7 Punkte Vorsprung vom SGE Tobi. Ras Bergmann auf der 4, Andrea 87 auf Platz 5. Das Problem ist halt immer, wenn die dieselben Tipps haben. Also ihr müsstet mal unterschiedlicher tippen, dann würdet ihr wahrscheinlich auch im besten Fall mehr Punkte bekommen und weiter nach oben kommen. So ist es natürlich für den Cem, würde ich mal sagen, eine einfache Sache. Meistens auf die Favoriten zu tippen, hier und da mal ein Unentschieden. Ist halt eine schwere Sache, wie gesagt, das ist ein Glücksspiel. Aber wenn ihr den Cem einholen wollt, ihr habt noch ein paar Spieltage Zeit, bis das am Ende feststeht. Ich scroll mal einfach ein bisschen runter, dass ihr seht, wo ihr vielleicht steht. Ich war, glaube ich, 17. Das ist auch noch völlig okay. Ich tippe ja auch manchmal so ein bisschen kontrovers, ja? Manchmal so, manchmal so. Ich habe zum Beispiel unter der Woche gab es ja Champions League, ne? Da habe ich mir auch gedacht, ob du da auch mal tippst oder wettest, was ich ja eigentlich nicht mache. Und habe gedacht, wenn du in jedem Spiel tippst, dass es einen Sieger gibt, hättest du wahrscheinlich gewonnen. Oder hätte ich gewonnen. Am Dienstag zumindest. Wie es jetzt heute am Mittwoch ist, weiß ich nicht. Aber Dienstag hätte das bis auf Zagreb gegen Celtic Glasgow geklappt. Naja, aber ich halte mich ja
seitdem ich da einmal einen hohen Betrag gewonnen habe bei Tipico, weitestgehend raus aus den Wetten, weil das ist eigentlich nichts. Also ich will dafür auch jetzt keine Werbung machen, ich möchte euch nicht zum Wetten animieren, wer es machen will. Wie gesagt, ihr seid, glaube ich, alle alt genug, um für euch selber zu entscheiden, aber ich habe es einmal gemacht und dann sollen wir es auch dabei gut sein lassen. Also, das sind die Tipps. Ich wünsche euch viel Glück, auch für das zweite Adventsgewinnspiel. Meldet euch dafür noch an, wie das geht. Schaut dann mal bei dem zweiten Adventsgewinnspiel-Video. 2 Controller, 2 Gewinner. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bis nächste Woche und ciao.